Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Zuallererst wollte ich mich erstmal recht herzlich bei euch bedanken für natürlich den tollen Stream gestern. Es hat mich wirklich sehr gefreut, dass so viele da auch bei meinem ersten Stream als Affiliate mit dabei gewesen sind. Und ja, hat auf jeden Fall eine Menge Spaß gemacht. War jetzt erst der Anfang und ich denke mal, ja, da werden wir in Zukunft, denke ich mal, noch jede Menge Spaß auf jeden Fall haben. Und da freue ich mich auch schon sehr drauf. Hat gestern richtig Bock gemacht, deswegen auf jeden Fall vielen lieben Dank. Wer noch nicht auf Twitch dabei sein sollte, sehr gerne einmal unten in der Videobeschreibung oder unter dem Video hier verlinkt. Könnt ihr sehr gerne mal reinschauen. Ansonsten, was ich heute mal testen wollte, ist folgende Sache. Und zwar seht ihr ja anhand von meinen Waffen hier, die ich so finden kann, dass ja, ich momentan ein paar stärkere auf jeden Fall hier am Start habe. Und ich wollte mal gucken, was es für einen Unterschied macht in Prozenten ausgedrückt beim nächsten Dungeon. Ja? Denn folgendermaßen ist gerade aktuell die Situation, wenn wir jetzt die Waffe switchen sollten, ne? Dann achtet einmal hier auf die Intelligenz, aber achtet mal auch einmal auf den Schaden bitte. Ja? Die Intelligenz geht ein bisschen runter, aber der Schaden, der Durchschnittsschaden, der steigt wirklich exorbitant und alleine dadurch sollten wir, denke ich mal, schon einen guten Vorteil gegen den Marshmallow Man haben. Ich habe mal meine Prozentchancen ausgerechnet, wenn ich diese Waffe hier angelegt habe gegen den Marshmallow Man. Ja? Das ist ja der neueste Gegner, der uns bevorsteht, ist ein Magier, also ein richtig fetter Blocker auf jeden Fall. Und ja, die momentanen Chancen sind 0,03%. So, jetzt sehen wir uns gleich mal wieder. Ich werde nämlich mal kurz diese Waffe hier equippen, werde das mal ganz kurz einlesen und dann gucken wir mal, was wir dann für Prozentchancen haben. Wir sehen uns gleich wieder. Okay, da sind wir wieder. Ich habe das Ganze einmal in SF Tools eingelesen, um mal die Prozentchancen zu berechnen. Und ja, ich muss dazu sagen, es fehlt uns natürlich ein bisschen an ja, vielen Sachen, sag ich mal. Erstmal ist es natürlich nur ein Epic, dann ist ja, die Runenchance natürlich um 1%, macht jetzt nicht viel aus. Es fehlt ein Stein drin, die Waffe ist nicht verbessert, sie hat keine Verzauberung von der Hexe drauf. So, ne? Also da kommen viele Faktoren zusammen. Also in allen Belangen ist sie halt eben schlechter so, außer halt vom Durchschnittsschaden her und halt eben von den Stat-Punkten. Ne? Man hat es ja hier unten gesehen. Und trotz dessen, dass es einfach nur ein stinknormales Epic ist, ohne irgendeine Verbesserung oder irgendwas, haben wir eine, ja, 0,04%ige Chance. Also auf jeden Fall bessere Chancen mit der Waffe aktuell als mit der hier. Ja, ist natürlich auch irgendwo klar, weil die ist natürlich auch schon ein paar Jährchen alt hier, sag ich mal, wie mein ganzes Equipment an sich. Ne? Aber wir wollen uns ja auf Stufe 700 einmal komplett neu equippen und so lange halten wir halt eben noch durch, würde ich mal sagen. Ne? Deswegen ja, wir machen das Video heute nicht ganz so lange, ich merke es an meiner Stimme. Ich hatte es gestern schon im Video gemerkt. Ich denke mal, dass ich ein bisschen am Rumkränkeln bin und deswegen will ich da nicht allzu lange heute machen. Deswegen werden wir das mal ein bisschen in Grenzen halten und ja, natürlich gehe ich jetzt nicht davon aus, dass wir jetzt hier irgendwie einen Try heute haben werden, wo wir den Marshmallow Man besiegen. Dafür ist das Ganze einfach viel zu unwahrscheinlich und ich habe jetzt auch, muss ich ehrlich sagen, keine Lust, sage ich mal, dazu, beziehungsweise will ich nicht die Ressourcen verschwenden, die Waffe jetzt hier exorbitant zu verbessern und halt zu outmaxen, sag ich mal, nur für diesen einen Gegner jetzt. Ich habe halt noch Zeit, ne? Also mich jagt ja keiner und wie ich ja das öfter schon gesagt habe, es ist auch eine kleine Mini-Dungeon-Pause im Late-Game und umso später du die Dungeons besiegst, umso später steigst du im Level auf, umso bessere XP bekommst du noch aus der Quest, weil umso höher du im Level bist, umso weniger XP bekommst du halt eben, ne? Ganz logisch und deswegen, ja, bin ich auch sehr zufrieden, falls er jetzt noch nicht gleich direkt fallen sollte. Wir werden, und das, ja, da habe ich auf jeden Fall Bock drauf, wenn wir irgendwann so weit sind und Stufe 700 erreicht haben und alles komplett outmaxed haben, alles verbessert haben mit den mehr als nötigen Ressourcen, die wir ja jetzt hier zur Verfügung haben, dann werden wir auch definitiv auf Stufe 700 nicht nur eine PvP-Waffe für mich holen, wo die Spanne halt relativ ausgeglichen, sag ich mal, ist, sondern dann werden wir auch gleich eine PvE-Waffe holen für die Dungeons, um halt eben da auch den meisten Schaden rauszuhauen und halt eben eine Waffe zu suchen mit einer, ja, bestmöglichen Spanne. Das hatten wir ja letztes Mal gerade berechnet, das lag so irgendwie bei
6100 oder irgendwas war das, ich weiß nicht mehr ganz genau, was wir an Schaden rechts rausfinden können. Und ja, man sieht hier schon, es ist gar nicht, die Tries sehen gar nicht so verkehrt aus, muss ich sagen. Hätte ich mir jetzt schlimmer vorgestellt. Es ist halt ein Magier, das ist halt das Doofe da dran. Ne? Wir haben halt nicht viel an Random-Faktoren, die jetzt hier so ja, durch die Kunigunde eingeleitet werden können. Aber wir haben halt eben den Schaden von ja, Marquardt und von mir. Und da müssen wir halt eben uns drauf verlassen, dass die halt eben ja, gut reinkritten. Am Ende des Tages ist der Marshmallow Man ein Dungeon Boss, ein Magier, der einfach mal 20 Milliarden Leben hat. Das ist schon wirklich exorbitant viel, gerade für einen Magier. Und deswegen, ja, denke ich mal, werden wir hier noch ein paar Versuche dran knabbern müssen hier. Aber wie man schon sieht, es ist gar nicht so unwahrscheinlich. Und ja, gerade wenn ich so zwischendurch mal eine andere Waffe hier einlege, ne, die vom Schaden her halt eben schon deutlich höher ist als meine jetzige. Wir können ja hier nochmal ein paar Tries mitmachen. Am Ende des Tages ist es jetzt nicht, wird wahrscheinlich jetzt der Unterschied nicht allzu groß sein. Man hat es ja anhand der ja, Prozente gesehen ja, in SF-Tools. Und ja, deswegen denke ich mal, wir haben halt hier eine höhere Spanne, aber es fehlt halt eben an allem hier sonst rundherum an der Waffe. Aber wie gesagt, die Ressourcen, die bringen wir dann erst auf, wenn es dann wirklich soweit ist. Ich frage mich halt, es wäre wahrscheinlich schon besser, wenn man einfach nur so rumlaufen würde. Also ich würde wahrscheinlich schon deutlich ja, mich konstanter oder weiter oben in der Ehrenhalle halten, wenn ich einfach nur so rumlaufen würde. Aber das würde jetzt so ein bisschen das Bild verfälschen, denn ich will ja, wie gesagt, auf Stufe 700 einen absoluten ja, Power Spike erleben, wo wir von wirklich Equipment, was halt wirklich schon jahrelang alt ist, uns dann neu equippen auf komplett Neues. Und wenn wir jetzt hier so einen Zwischenstepper machen und dann einfach eine ja, einigermaßen aktuelle Waffe equippen, ja gut, dann kann ich es auch gleich sein lassen. So finde ich, dann kann ich auch gleich hier mir ein paar Epics anziehen hier noch aus dem Inventar irgendwie. Ne? Das erfüllt nicht so den Sinn dahinter, den ich jetzt so, sag ich mal, verfolge. Deswegen, ja, warten wir da auf jeden Fall noch ein bisschen ab. Und ja, wir haben es ja jetzt schon fast wieder geschafft. Fast schon wieder Stufe 681. Ja, haben wir das auch noch mitgenommen hier im Video, ne? Ja, das ist natürlich sehr nice. Also sind es an der Stelle nur noch 19 Level und ich denke mal, ja, das könnten wir eventuell ganz gut erreichen bis zum Ende des Jahres. Mal gucken, wie lange das noch dauert. Auf jeden Fall halte ich euch weiterhin auf dem Laufenden und ja, ansonsten will ich das jetzt auch heute hier gar nicht so weit in die Länge ziehen. Deswegen, wie gesagt, heute nur ein kurzes, knackiges Video. Vielleicht morgen auch, vielleicht die nächsten Tage nur relativ kurze Videos. Ne? Aber ja, momentan gehe ich jetzt auch erstmal wieder nicht zum Sport. Ich war jetzt vor 2 Tagen, war ich jetzt noch das letzte Mal. Da ging es mir noch gut. Gestern habe ich dann halt gemerkt, okay, trockener Hals, okay, scheiße. Ja, es kracht schon wieder auf jeden Fall. Ne? Aber ich muss dazu sagen, so wie früher, dass ich jetzt so irgendwie wochenlang so richtig durchhänge und irgendwie erkältet bin oder so, das habe ich nicht mehr, seitdem ich jetzt circa 2 Jahre fast jeden Tag kalt duschen gehe. Also ich werde zwar immer noch krank, weil ich arbeite ja auch in einem Bereich, muss man auch dazu sagen, wo halt sehr viele Menschen auf dem Haufen sind und ja, hier und da die Leute öfter mal krank werden und dann kriegt man da eventuell auch mal so eine kleine Erkältung ab oder so. Ne? Und ja, seitdem ich kalt duschen gehe, muss ich dazu sagen, hat sich mein Immunsystem dahingehend auf jeden Fall verstärkt, dass ich nicht mehr so 2-3 Wochen irgendwie flach liege und erkältet bin, sondern dann ist es vielleicht nur, weiß ich nicht, ist das vielleicht eine ganz kurze Erkältung, es ist auch wirklich, hält sich wirklich in Grenzen, es ist wirklich nur Halsschmerzen und so, ne? Und ja, nach, weiß ich nicht, einer Woche, höchstens nach einer Woche, ist das dann auch schon wieder weg. Ne? Von Symptombeginn bis zum Ende. Deswegen, also ich kann mich auch nicht mehr daran erinnern, weil ich das letzte Mal mich krank schreiben lassen habe oder beim Arzt war. Das ist Ewigkeiten her. Auch wenn ich zwischendurch mal hier und da, wenn ihr es mal mitgekriegt habt in den Videos mal ein bisschen erkälteter bin oder so. Aber beim Arzt gewesen war ich schon ewig nicht mehr, weil sich das innerhalb, ja, wenn ich mal dann wieder ein paar Tage frei habe, so sag ich mal, in den 4, 5 Tagen oder so, ne?
sich das auf jeden Fall schon wieder gelegt hatte. Denn, ne? Alles klar, Leute, aber ich will euch nicht weiter zuquatschen hier. Ne? Wir sehen uns auf jeden Fall, denke ich mal, klar, morgen wieder in alter Frische. Und ansonsten bedanke ich mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Mal gucken, wie lange wir noch brauchen hier an dem Marshmallow Man. Wir werden ihn natürlich mal zwischendurch hier und da mal tryen, aber die Chance sieht ja schon mal gar nicht so verkehrt aus. Ne? Ja, bei den nächsten wird es noch ein bisschen dauern hier auf jeden Fall. Alles klar, na denn, würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen, haut rein und bis zum nächsten Mal.